Manchmal gibt es so Tage, da steht man auf und die Welt ist nicht mehr dieselbe, wie sie mal war. Wir hatten gestern so ein Erlebnis und auch heute, und zwar haben wir im Zoo etwas erweitert und der sieht nicht mehr so aus, wie er mal war, und das im positiven Sinn. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Bricks Go Wild und einem neuen Zoo-Update, wo wir einerseits neues Getier integriert haben so viel getan. und andererseits ein paar Gehege ganz schön abgegradet haben. Und Rita wird euch jetzt zeigen, was hier los ist. Ich kann euch schon sagen, der Zoo ist auf jeden Fall um einiges geiler geworden. Dankeschön. Also, ein Schwenk herüber und ich versuche hier mal einen Überblick euch zu geben. Ich glaube, man sieht schon, wenn ihr unseren Zoo derzeit ein bisschen im Kopf habt, dass sich da überall was getan hat. Ich mache es in der Reihenfolge, in der wir es auch gebaut haben. Ich habe angefangen damit, da wir ja von der lieben Petra und auch von Christophs Dad einige von diesen Paneelen bekommen haben, habe ich jetzt angefangen, dass ich rund um die Gehege überall die quasi unter Anführungszeichen einzäune mit diesen Glaspaneelen. Ihr seht es hier und hier. Hier habe ich auch diese schmalen Glaspaneele verwendet und auch bei den Giraffen, bei den Elefanten, und hier drüben hatten wir das ja schon. Was wir noch machen werden, den Christoph speziell gefällt das nicht so gut, wenn nur die Glaspaneele hier sind. Wir werden hier oben auf das Glaspanel noch Log Pieces oben drauf geben, damit das quasi ein bisschen mehr aussieht, als hätte das einen schönen Abschluss. Genau. Dann geht es weiter mit einer Kleinigkeit hier drüben. Wir haben diesen jungen Mann schon seit einiger Zeit bei uns, aber noch nicht im Zoo. Moment. Genau. Das ist der Bruni von der Eiskönigin. Und den habe ich mir mittlerweile zweimal geholt. Lustigerweise gibt es den auch in einem Polybag. Das wusste ich nämlich nicht. Ich habe mir immer extra dieses kleine Set um 99 gekauft. Von der Eiskönigin 2, wo der vorkam. Und ich finde den einfach so süß, und der hat jetzt eben sein eigenes, zwar sehr kleines, aber doch sehr liebes Gehege mit einer netten Blume hier drinnen bekommen. Und er sieht auf das Flamingo-Gehege hin. Also ich glaube, er hätte es definitiv schlechter erwischen können. Dann geht es weiter mit Ritas Streichelzoo, der einerseits eine Heuunterlage bekommen hat. Also da hat man ja zuerst noch direkt auf das Gras gesehen. Aber habt ihr schon mal einen Streichelzoo gesehen, wo Gras am Boden war? Ja, vielleicht. Aber ich habe jetzt hier auf beiden Seiten hier Tan-Plates auf den Boden draufgestellt, auch das so irgendwie ein bisschen reliefmäßig gestaltet, und ihr seht vielleicht, dass wir hier jetzt endlich unsere beiden Ziegen im Einsatz haben, und zwar sind die beiden hier hinten natürlich wie immer beim Fressen. Eine ist hier bei diesem getrockneten Gras und die zweite frisst hier die Blumen an. Es gibt auch ein neues Schaf, welches Rita hier eingebaut hat, welches aus diesem Disney Bauernhof-Set ist. Das kann ich euch kurz zeigen, wenn ihr wollt. Genau, einen Moment, ich zeige euch zuerst noch schnell das Schaf. Ich bin ja Urpala. Kannst du mir da mal helfen? Rita und die Kamera, das ist immer ein Genau, das ist Ding für sich. Das ist das Schaf aus dem Disney-Set. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nur eins genommen, also ein Disney-Set, dann ist es ja leider nur ein Schaf drinnen. Ja. Aber ich bin gespannt, ob bei den Bauernhof-Sets nicht... Das kommt übrigens aus diesem Set hier, genau, wenn ihr das wissen wollt, 10775. Ja. Und das ist auch sehr cool, finde ich. Ich bin gespannt, ob bei den Bauernhof-Sets die kommen,
ob da auch dann diese Schafe dann wieder verbaut sind. Also hier ein bisschen schöner gestaltet, alles mit dem Heu, mit der Ente natürlich am Start, damit das alles schön aussieht. Dann haben wir als nächstes hier in der Mitte ein neues Gehege. Hier war ja jede Menge Krimskrams und die ganzen Steine sind hier gelegen. Ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt haben wir hier das Dromedar- oder Kamelgehege. Ich glaube, bei Lego werden sie als Kamel geführt. Ist jetzt nicht unbedingt das allergrößte Gehege, aber ich habe mir gedacht, die haben meistens im Zoo auch so nicht so die Menge Platz. Für 2 Kamele hat's jetzt gereicht. Einmal hell, einmal dunkel. Ich habe auch schon die Teile gefunden, dass wir hier mehr oder weniger, wo die Aussparung ist für den Sattel, dass wir hier das ausfüllen können. Das sieht jetzt sehr nett aus. Hier mit ein bisschen Heu, auch ein wenig uneben das ganze Gehege, dass die Kamele sich vorkommen, als würden sie auf eine Sanddüne raufgehen. Ja. Und hier rundherum kommt natürlich noch eine Umzäunung, aber wir haben ja leider im Moment keine Log-Pieces mehr und da müssen wir uns erst welche bestellen, damit wir hier wieder auf Vordermann sind. Und man muss sich natürlich auch bewusst sein, ich glaube, wenn wir wirklich den Zoo für alle Tiere perfekt bauen würden von der Größe, wäre der Zoo wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens so groß, dass er hier die ganze Platte ausfüllen würde oder vielleicht sogar noch größer bis hinten beim Strand. Und so viel Platz haben wir dann doch irgendwo nicht. Leider. Wir haben jetzt schon sehr viel Platz für den Zoo aufgewendet und ja. Da muss man halt manchmal ein bisschen sparen. Ja, aber ihr wisst ja, es ist ja natürlich, Wild City soll ein Abbild der Realität sein, aber da und dort ist es evident, dass die Stadt nicht ganz dem Realitätsmaßstab entspricht und das ist ja auch kein Problem. Wir wollten hier einfach mit dem Zoo ein Paradies für Tiere schaffen und natürlich, dass die Paradies ein dehnbarer Begriff ist und dass teilweise die Gehege nicht ganz so groß sein können, ist ganz klar. Genau. Wir haben ein zweites Elefantenbaby jetzt mit dabei, das haben wir aus dem Legoland mitgenommen. Und was Christoph auch gemacht hat, er hat die Bäume verschönert. Und das seht ihr zum Beispiel hier, aber auch bei den Bäumen hier. Diese Bäume waren offen bei den Tierrettungssets dabei. Und Christoph hat die jetzt quasi zugemacht mit diesen Viertelbaumteilen und hat, ja, noch ein paar Blätter dran gegeben und jetzt sind die Bäume wirklich ein Traum, muss ich sagen. Ich gehe noch ein bisschen zurück, dass man das noch ein bisschen besser sieht. Man sieht's auch sehr gut von vorne, wenn du mir noch mal kurz die Kamera reichst. Also wir haben ja diese Baumteile im Legoland gekauft und, Moment mal, so, jetzt sieht man's. Zuerst haben die etwas besser ausgesehen als diese hier. Das Löwengehege und das Tigergehege waren sich sehr ähnlich von der Aufbauart und dem Ganzen. Und jetzt haben wir diese Bäume hier ausgetauscht und haben jetzt diese hier. Und ich denke, da hat sich das schon ausgezahlt, dass wir beim Legoland in die Taschen gegriffen haben und hier ein paar coole Teile gekauft haben. Leider, wir haben sogar ein bisschen zu wenig von diesen Viertelbaumstämmen gekauft, denn die sind ja auch nur bei diesen Animal Rescue Sets rausgekommen in der 2021er City-Serie. Und da habe ich jetzt mal 2 Bäume gemacht, plus einen hier drüben bei den Elefanten. Und ich muss schon sagen, das sieht einfach hammermäßig aus und die Bäume sehen ja um Welten besser aus als die vorherigen und ich habe mir auch gedacht, wir machen das folgendermaßen. Hier bei den Tigern, wo sind sie denn? Weil es gerade gefüttert wird, sind sie schon ganz wild auf. Die Ratte, die da reingelegt wird, oder die Maus, die in ihr Gehege reingelegt wird. Ich habe mir gedacht, wo leben Tiger? Die leben meistens irgendwo im Urwald, im Dschungel, vielleicht in Indien irgendwo. Und da habe ich mir gedacht, wir machen das Gehege auch ihnen so grün als möglich. Es könnte noch ein bisschen höher sein, das Grünzeugs, aber es sieht so auch sehr cool aus und vor allen Dingen mit den vielen neuen Blätterteilen, die wir auch vom Legoland haben. Die haben wir jetzt endlich mal ausgepackt. Das hat jetzt eine Zeit gedauert, bis wir die alle sortiert haben und bis die jetzt mehr oder weniger verbaufertig in unseren Sortierkästen gelegen haben. Ich habe auch hier ein neues Wasserloch gemacht. Da war vorne zuerst so eine Art Brunnen. Nicht, dass er mir nicht gefallen hat, aber ich habe mir gedacht, das könnte man noch ein bisschen besser machen. Jetzt haben sie hinten die Tiger so eine Art Quelle, wo auch wieder, wie Rita das gerne hat, mit hellblauen Wasserfliesen auf eine, ich glaube, Dark Türkis
Platte gefliest wurde. Und hier mit den ganzen Grünzeugs und Gebüsch und so weiter, das sieht ganz cool aus. Dasselbe werden wir jetzt übrigens auch noch machen beim Löwengehege. Das sieht noch ein bisschen spärlich ausgekleidet aus, wobei ich hier keinen Dschungel machen werde, oder wir haben es jedenfalls nicht vor, sondern wir werden hier die Variante machen, so mehr so savannenartig. Das heißt, hier darf schon natürlich der Bach durchgehen, aber hier wird mehr ein bisschen in Braun und in Grau oder vielleicht auch in Tan gearbeitet. So stelle ich mir das vor. Genau. Und dann haben wir auch noch, oder ich habe mal platziert, aber das Gehege ist nicht mal angefangen, denn ich möchte ja noch die Rentiere auch noch in unseren Zoo hineinbekommen. Und die habe ich hier mal hinten platziert. Das war ja eigentlich für die Strauße reserviert, die wir aber nicht bekommen haben, auf jeden Fall bisher noch nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, Rentiere passen genauso. Wie wir das dann ausschmücken oder wie wir das dann machen, vielleicht wird hier auch der Weg noch ein bisschen verkürzt, dass sie ein bisschen mehr Platz haben. Und da werden wir uns auch noch was einfallen lassen. Ganz richtig, ja. Das Gehege hier ist sehr klein, wie gesagt, das war eigentlich für die Strauße reserviert. Hier dieses Plätzchen, wo jetzt dieser Zoo Meerestier Streichelzoo ist, war ja ursprünglich mal hier für die Kamele reserviert. Das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert, aber hier wird natürlich auch noch nachgearbeitet. Das bleibt nicht ganz so, wie es ist. Aber auch hier, ihr seht, wir haben keine braunen Plates mehr, wir haben keine grünen Plates mehr, wir haben keine Logpieces mehr. Alles ist jetzt irgendwo im Zoo verschwunden. Also es ist unglaublich, wie viele Teile da reingehen. Auch an Grünzeugs und so weiter, also Wahnsinn, da sind wir froh, dass wir im Legoland mit nach Hause genommen haben, was erlaubt war, oder? Man denkt sich immer, naja gut, es ist eh viel, was man mitnimmt, aber im Endeffekt braucht man die Teile. Also es ist wirklich, es geht dann so schnell und speziell bei solchen Blumen und Blättern und so weiter und so fort, ist halt, je mehr Blätter auf einem Baum sind, desto besser sieht er aus. Es ist leider so. Leider wahre Worte, meine Liebe. Dementsprechend werden wir uns jetzt hier noch ein bisschen bemühen in der Begrünung des Zoos, denn Tiere lieben Natur, wir natürlich auch. Und schauen wir dann mal weiter, wie sich das Ganze so entwickelt. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch die neuen Gehege so gefallen und auch speziell die neuen Tiere. Und ob ihr Ideen für die Rentiere habt, gibt es da irgendwas Spezielles, was wir in ein Rentiergehege hineingeben müssen? Sollte das eher, keine Ahnung, grün sein? Wahrscheinlich schon. Ich kenne mich leider so schlecht aus. Genau, deswegen schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Richtig, okay. Das war's, liebe Freunde. Schönen Tag und bis bald. Danke fürs Einschalten. Tschüss.